Hallo liebe Heimwerker und Selbermacher, kann man nun sein Dach selber decken? Ja, wie man gerade gesehen hat auf dem Bild, man kann das durchaus tun, aber man braucht ein bisschen handwerkliches Geschick und eine Portion Schwindelfreiheit dazu. Und dann kann man wirklich Tausende von Euro einsparen. Ja, mein Dach, das war schon reichlich in die Jahre gekommen. Gerade um den Schornstein regnet es rein. Und ein paar Ziegeln waren schon kaputt, wo es durchtröpfelte. Ja, hier die, die Dachrinne sah auch lustig aus und die Unterspannbahn, die war schon gar nicht mehr vorhanden, beziehungsweise hing da in Fetzen. Ich habe mir dann ein Gerüst besorgt. Ich habe das gekauft, weil ich habe dann ausgerechnet, wie viel ich dafür als Leihgerüst bezahlen würde. Und die Fassade, die ist ja auch nochmal dran, wie man sieht, hat es die auch nötig, wo ich das Gerüst dann auch wieder brauchen werde. Ja, um Kosten zu sparen, habe ich auch nur 100 Quadratmeter Gerüst gekauft. Dadurch musste ich das Gerüst sehr oft aufstellen und wieder abbauen und wieder aufstellen. Habe das Dachdecken in 3 Teilbereiche deswegen auch aufteilen müssen. Und hier sieht man eben auch viel, habe ich mit Holz improvisiert. Da habe ich auch so eine Rutsche gebaut, wo die Ziegeln eben gut runterrutschen konnten in den Hänger rein. Das war ganz praktisch. Ja, hier geht es auch schon direkt los mit dem Dachabdecken. Wer genau hinschaut, der sieht, dass das eben schon der zweite Bauabschnitt ist. Das Dach auf der anderen Seite ist also schon fast gedeckt. Ja, dafür musste ich das Gerüst von der einen Seite wieder abbauen und auf der anderen Seite wieder aufbauen. Und ja, die Ziegeln, die haben wir gleich in einen Anhänger reinrutschen lassen und selber entsorgt. Das mag für andere eben günstiger sein, sich da einen Container zu bestellen, aber ich hatte halt die Möglichkeiten mit dem Hänger und habe dadurch eben auch das Geld für den Container gespart. Ne, wenn man das also selber wegbringt, dann wird das also gleich um einiges billiger. Also ganz wichtig ist eben, dass an dem Tag, wo man abdeckt, dass man da wirklich abends fertig ist. Und zwar abdecken, die alten Lattungen entfernen, die Unterspannbahn drauf machen und alles ein bisschen so abdichten, dass es also wirklich komplett regensicher ist, dass man eben keine Feuchtigkeitsschäden im Haus bekommt. Und deswegen ist es ganz günstig, sich für diesen Tag eben Freund oder Kollege zu organisieren. Ich habe hier gleich 3 Kollegen organisiert. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war auf alle Fälle kein Nachteil. Das Besondere an meinem Dach war, dass ich die alten Dachsparren mit 12er KVH-Balken aufgedoppelt habe. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen wollte ich den Dachüberstand vergrößern. Dann ein Hauptgrund war natürlich, dass ich eben die Zwischensparrendämmung von 12 cm auf 24 cm vergrößert habe für den späteren Dachausbau. Und dann nicht zu vergessen ist natürlich der Stabilitätsgewinn des Daches, den ich gebraucht habe für die spätere PV-Anlage. Die verbauten KVH-Balken, die habe ich mir natürlich schon vorher vorbereitet, ne? Also vorgebohrt, die ganzen Schrägen schon alles vorher gesägt. Gut, das ist bei meinem Krüppelwalmdach natürlich alles nicht so einfach und aufwendig, aber das muss man machen, weil an dem Tag hat man, wie gesagt, keine Zeit eben noch für solche Kleinigkeiten. Da muss eben stramm gearbeitet werden, damit man das Dach eben am Ende wieder zubekommt. Manche, die vom Fach sind, fragen sich sicherlich, warum hat er keine Aufsparrendämmung gemacht? Das ist ja viel einfacher und bietet sich hier an. Ich habe das einfach aus dem Grund nicht gemacht, weil ich ja Laie bin, was das Dachdecken betrifft. Und eine Aufsparrendämmung war mir dann einfach zu heikel. Ne, wenn das also wirklich nicht 100% richtig gemacht wird, dann rutscht mir dann die ganze Chose vom Dach
ich habe mich da einfach nicht rangetraut an diese Aufsparendämmung, sondern eben die klassische Zwischensparendämmung noch verwendet, obwohl die sicherlich dann vom Isolationsgrad eben etwas schlechter ist als eine Aufsparendämmung. Ja, hier geht's schon los mit der Unterspannbahn. Und nachdem man die Unterspannbahn draufgetackert hat, nagelt man direkt die Konterlattung drauf. Die Konterlattung, die kann man eben auch einen Tag vorher schon vorbereiten. Das sind dann eben so 1,50 Meter lange Dachlattenstücke. Oder die Länge richtet sich danach, wie breit die Unterspannbahn ist. Und die kann man auch schon vorbereiten, auch schon das Nageldichtband eben auf eine Seite draufkleben. Das Nageldichtband ist eben dazu da, die genagelten Stellen eben nochmals abzudichten. Das ist eben jetzt Vorschrift, dass man das auch abdichtet. Und das kann man entweder mit so einem Nageldichtband machen oder eben mit einem speziellen Schaum. Ich habe mich für das Dichtband entschieden, weil das bequemer zu verarbeiten ist für mich. Das Anbringen der Unterspannbahn, da sollte man schon zu zweit sein. Also vielleicht schaffen das Dachdecker komplett alleine, aber wenn man da als Laie da mit dieser großen Bahn anfängt, das ist dann schon kompliziert. Und da ist also ein zweiter Mann auf alle Fälle sehr hilfreich. Die Bahn wird dann komplett glatt ausgerichtet und mit Tackernadeln fixiert. Und dann, wenn dann alles schön glatt und gerade ist, dann kann man unten diese Klebefolie abreißen und die beiden Bahnen werden dann miteinander verklebt, sodass es eben alles komplett dicht ist. Das war früher nicht so, da waren dann noch ein Spalt dazwischen, aber heute haben also alle diese etwas teureren Unterspannbahnen haben dann eben diese Klebestreifen, die schon vorbereitet sind, wo man dann eben nur den Überdeckstreifen abreißt und die wunderbar miteinander verkleben kann. Dabei sind diese Dachlatten, die sich quer zur Konterlattung befinden, die sind also komplett überhaupt noch nicht ausgerichtet. Also die sind nur dafür da, dass man da vernünftig laufen kann und einen vernünftigen Stand hat. Man sieht ja, das war zwar ein sonniger Tag und wunderschönes Wetter, aber doch relativ windig da oben. Sieht man da, wie die Planen flattern. Und ein Dachdecker würde da vielleicht nur halb so viel Querlatten da drauf nageln. Aber für uns war das eben wichtig, dass wir da ein Sicherheitsgefühl hatten und ja, Safety first, ne? Ja, hier sieht man nochmal, wie die Konterlattung mit dem schon erwähnten Nageldichtband draufgenagelt wird. Und ja, wenn man alles richtig gemacht hat, dann hat man am Ende des Tages dann ein richtig dicht verpacktes Dach, wo überhaupt nichts mehr reinregnen kann. Die nächsten Tage war ich dann wieder alleine beschäftigt mit dem Einlatten des Daches. Als erstes muss man sich erstmal ausrechnen, welche Lattenabstände man hat jetzt. Das richtet sich nach der Größe der Ziegeln und der Größe der Dachflächen. Ich habe mir dann so eine Leere gebaut, die habe ich hier rot angepinselt, damit das alles ein bisschen einfacher vonstatten geht. Und habe auch eine Schlagschnur verwendet, um das alles anzuzeichnen. Dafür habe ich meine Tochter gebraucht, die hat also da auch gut mitgeholfen. Einmal konnte ich auch meine Frau überreden, mir zu helfen mit der Schlagschnur, aber die ist da nicht für gemacht. Also die ist da nur bis zum Gerüst und weiter auf keinen Fall. Das ist ja also nichts in der Höhe. Was auch nicht zu vergessen ist, waren irgendwie die schönen Momente beim Dachdecken, wo man da über allen gethront hat und den Weitblick genossen hat
und das Licht hat dann eben ganz besondere Farben gehabt und man hat den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang beguckt da oben und war dann eigentlich nur verzaubert von dieser Situation, dass man da oben auf dem Dach hockt und über die Welt guckt. Der nächste Schritt ist das Belegen des Daches mit Dachziegeln. Da nimmt natürlich am meisten Zeit in Anspruch diese Sondergeschichten, also die Firstziegeln und dann ich hatte ein Krüppelwalmdach und da muss man diese ganzen schrägen Flechsen und die geflexten Ziegeln befestigen und das ist eigentlich ein Gefummele, was die meiste Zeit in Anspruch nimmt. Zum Transport nach oben hatte ich mir so einen China-Kran da rangebaut und mir einfach einen Holzkorb gebaut, wo ich immer 3 Pakete Dachziegeln auf einmal hochfahren konnte. Das einzig Unangenehme war dabei immer, dass ich dann wieder runtersteigen musste, um den Korb zu befüllen. Aber das ging alles, ist halt eine reine Fleißarbeit. Die Sturmsicherheit des Daches, die habe ich erhöht, indem ich eben bei jeder dritten Ziegelreihe diese Sturmhaken verwendet habe. Dann habe ich noch die Dachüberstände zusätzlich verstärkt, indem ich da verzinktes Vierkantstahl unter die Dachlatten geschraubt habe, wie hier auf dem Bild zu sehen. Die gespenglerte Haube für den Schornstein, die habe ich nicht selber gemacht, sondern die kann man also ganz günstig auch im Internet bestellen. Da mein Haus auch auf einer relativ erhöhten Position steht, war es mir auch enorm wichtig, dass ich noch eine Blitzschutzanlage installiere. Das ist auch alles fachgerecht montiert. Das Einzige, wie man sieht, was ich nicht gemacht habe, ist, dass ich die Leiter in sich verdrillt habe. Das ist aber auch nur eine optische Geschichte und hat mit der Funktion also nichts zu tun. Das hat sich von den Materialkosten auch in den Grenzen gehalten. Also ich habe diese Edelstahlklammern und die Aluleiter, das habe ich im Internet bestellt. Und der größte Posten war, dass ich eben eine Abnahme habe machen lassen, wo dann 2 Blitzschutzexperten gekommen sind, die das abgenommen haben und ausgemessen haben. Und das hat eine Rechnung erzeugt von 700 €. Ja, da sieht man wieder, wie die Kosten in Deutschland aufgeteilt sind. Ja, an dieser Stelle muss ich, glaube ich, noch mal was zum Thema Sicherheit sagen. Also auch wenn das für manche wirklich so aussieht, als ob das jetzt hier lebensmüde Aktionen wären, ist es so, dass ich also an keiner Stelle irgendwelche Risiken eingegangen bin. Ich habe also immer ein Gerüst aufgestellt gehabt und ja gut, klar, es ist so, dass wenn man jetzt da 6 Monate oben auf dem Dach rumturnt, dass man da schon irgendwie eine Routine hat und eben sich dann bei bestimmten Sachen nicht mehr so fürchtet, wie als man angefangen hatte. Aber wie man sieht, gerade wenn es eben jetzt brenzlig wurde, dann habe ich mir also schon meinen Klettergurt angezogen und mich auch angeseilt, um da irgendwelche Risiken aus dem Weg zu gehen oder die aus dem Weg zu räumen jetzt. Also das muss ich mal ganz klar sagen jetzt. Nachdem da auf der Dachseite die letzte Ziegel eingepasst wurde, hieß es auch schon wieder Gerüst umbauen für den 3. und letzten Bauabschnitt meines Daches. Zum Schluss habe ich noch die 3 Dachfenster eingebaut. Das ging auch ohne Probleme. Das Einzige, was man da eben vollkommen unterschätzt, ist eben dieses enorme Gewicht der Dachfenster. Also das Einhängen, das schafft man da nicht alleine. Da braucht man mindestens noch einen Mann dazu. Die Dachrinnen war auch noch so ein kleiner Part, den ich auch nicht selber gelötet habe, sondern das hat ein Kumpel für mich gemacht, der das eben super kann. Hier sieht man nochmal, wofür diese Spießer der Blitzschutzanlage sind. Also das ist die Erdung für die PV-Anlage, die dann später noch drauf kam.
Zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass also der Zeitaufwand, das Dach selber zu decken, natürlich sehr enorm ist. Also ich habe da wirklich fast ein halbes Jahr fast täglich auf dem Dach gestanden und da gewerkelt. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass man das eben nicht so wie ein Dachdecker das idealerweise macht, sondern man hat eben ein bisschen wenig Gerüst. Dann muss man die Unterspannbahn auch abdecken, weil die eben nur eine gewisse Zeit Sonne verträgt und kann bestimmte Arbeitsschritte erst so machen, dass die hinterher ausgeführt werden. Also das ist natürlich alles auch dem Zeitfaktor geschuldet. Von den Kosten habe ich hier mal eine Aufstellung der Kosten zusammengetragen. Da kann eben jeder nochmal sehen, ob sich das für ihn lohnt, bevor er sich eben entscheidet, das Dach selber zu decken. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit ein bisschen helfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.